Willkommen zum Vinyl Matters Podcast, Videopodcast, direkt hier im Presswerk. Heute ein guter alter Kumpel von mir, Pavas, zu Besuch, hat gerade ein extrem geniales Set abgeliefert. Wirklich wunderbar, von Dub, House, geniale Elektroklassiker drin. Also wir haben hier echt gestaunt. Ey, vielen Dank für die Einladung. Das war super. Das ist ja ein super Ort. Dann das erste Mal hier in so einem Vinylpresswerk. So voll aufregend für mich alles hier. Ne? Also hier mitten im Presswerk auflegen und alles sehen, wie das funktioniert. Top. Und wirklich, die Leute haben hinter dir schön Hey, die haben so alle stellenweise abgefeiert gedanced. auch. Ja, sehr gut. So, Schilder gebaut, ne? Ja, voll gut. Und Glückwunsch erstmal, dass du das sowas gebaut hast. Ja. Oder ihr beiden, ne? Du und Markus. Das ist top. Ja, ich habe es ja mit Daniel gebaut. Ne? okay. Daniel, Markus ist auch der dritte Part praktisch so. Okay. Und ohne Markus wäre auch nichts möglich. Ne? Okay. Und ja, es war schweißtreibende Arbeit. Ja, also tolle Arbeit auf jeden Fall habt ihr gemacht. Ja. Wir müssen uns jeden Tag auch so ein bisschen ohrfeigen, wenn wir morgens reinkommen, bei dem ganzen Stress, den man mit einem Arbeitspensum hat, dass man auch merkt, hey, da kommen geile Platten raus. Das hier auf jeden Fall ist ein Genuss, ich muss sagen, hier. Ne? Aber wir haben das Set auch super genossen. Ja. Danke. Und ich freue mich, dass dann zu Hause in voller Lautstärke bei mir im Studio, schön auf dem Fernseher in 4K. Ich habe Spaß gehabt. Habt ihr gesehen, ne? Ja, 2 Stunden voll durchgepowert. Ja. Wir kennen uns ja jetzt nun schon seit 16 Jahren. Ja, wir haben vorhin geredet, ne? 16 Sogar ein bisschen Jahre. länger als 16 Jahre. Weil wir haben ja waren vorher irgendwie Genau, in so Kontakt, Kontakt gehabt und dann mit dem Label angefangen. Demos. Kurz dafür, also wenn wir erstmal sagen, das ist für mich Ground Zero. Ne? Das heißt, alles angefangen mit dir, meine Musikkarriere. Danke dafür erstmal. Das ist bei dir halt als damals auf Night Drive Music meine erste oder meine dritte Platte machen dürfte. Und das war eigentlich die größte Platte. Ne? Piano Rain. Und dann kam im Blues und dann das Album. Das war alles bei dir. Das waren auch wirkliche Highlights, also auf dem Label auch. Ich muss das ja nicht bedanken. Vielleicht erinnert sich noch jemand an mein Label Night Drive Music, 2003, 4, 5 gestartet. Das war damals, Über 200 Releases nachher mit den digitalen zusammen. Also es war schon eine Ära. Hausmusik vom Feinsten, könnt ihr mal reinhören. Richtig. Ich vermisse es ein bisschen und werde jetzt auch wieder ein Hauslabel starten. Ja. Also so viel nochmal als zur Nebeninfo. Vielleicht komme ich auf dich zurück auch nochmal. Gerne, also gerne. Das Hauslabel wird auch direkt natürlich Vinyl, ganz abgefahren, Cover. Und hier versuchen wir natürlich das Beste, abgefahrenste an Farben zu machen, was wir so machen können. Ja. Cronet Enterprises. Auch noch, okay. So als kleine Zeitreise, covermäßig, 70er, 80er Jahre und sowas. Komme ich auf dich zurück unbedingt, weil ich will da schöne Musik und gerade auch von Freunden ist das natürlich... Ich bin immer noch aktiv, mache immer noch Musik, immer noch Platten. Achso, von daher, Ich habe eine Akadab-Platte kam jetzt. Genau, das war letztes Jahr. Auf Ja. Akadab habe ich eins gemacht. Und das war so erst so meine dubbige Seite, die kennst du ja auch, von diesen No-One-Nummern und so weiter. Und, aber jetzt mache ich aktuell eher so mehr Haus-Sachen wieder, ja. Damals war ja No One ein Artist-Kollektiv. Wir haben immer released und keiner wusste, wer dahinter steht. Und Pavas hat die 6 gemacht. Ja. Ne, ich hatte, glaube ich, die 1 und die 2 und die 3 und die. Das waren ziemlich viele Releases, waren weltweit sehr viele Künstler daran beteiligt. Jetzt mache ich das Projekt alleine eigentlich und habe wieder extrem viel Spaß bei dem Dub-Sound. Also, aber Pavas hat die 006 damals gemacht. Ich habe die auch aufgelegt heute. Extrem geiles und hat die auch aufgelegt. Vielleicht errät sie jemand. Ja. Denke schon. Und du hast, glaube ich, ein Release auf Feines Tier. Genau, Jetzt gerade das war auf dieses Jahr. Label Und, finden wir. ja, es sind super Leute, alle Freunde von mir aus Köln, Ja. Philipp und Amon. Ne? Und jetzt haben die gesagt, komm, wenn sie ja schon lange uns kennen, mach mal eine Platte bei uns. Ne? Und da habe ich dann ein paar Tracks geschickt. Der hat sofort so geschrieben und ich habe mich gar nicht geglaubt, gibt es sowas noch, dass hier Labels Musik veröffentlichen von anderen schön, alten Künstlern? Habe ich mich sogar gefreut. Und diese Platte, also digital, 3 Tracks sind vor 2 Monaten rausgekommen. Ja. Also, oder ja, ungefähr so. Ja. Das ist cool, dass wir immer noch bei jedem Release, zumindest wir Leute, wir sagen dann immer eine Platte. So, Ja, ne? ja, ja. Weil es Wir sagen irgendwie immer noch Platte, ja. Es als ist Traum digital. gehört es immer Ja, noch ja, irgendwie ja, dazu. ja, ja. Wir machen da auf jeden Fall wieder was zusammen. Ich habe da richtig, Würde mich sehr freuen. Lust drauf. Ja. Plattenpresse. Ja. Legst du heutzutage noch mit Vinyl auf? Ist es möglich für dich in den Clubs? Viele sagen, geht gar nicht mehr. Die Clubs, ich habe die Erfahrung gemacht, geht immer, wenn man sich selber ein Stückchen belastet, weil man muss es tragen. Aber im Club findet man irgendwie immer Improvisationsmöglichkeiten. Ja, also mag es immer noch gerne, aber eher so regional, sag ich mal so. Ja. Wenn ich in Berlin auflege, ja, oder in Deutschland,
wo ich dann mit der Bahn einfach reisen kann, Ja. im Koffer. Mache ich immer noch gern. Also wenn ich in Sissi oder in andere Clubs in Berlin auflege, nehme ich meinen ganzen Koffer mit. Immer noch, weil das ist so meine Sicherheit. Mentale Sicherheit. Nur dafür. Vielleicht nehme ich davon 10 Stück. Ja. Auch viel digital auflegen, neue Sachen auflegen. Aber für mich als Backup, ne, also wenn irgendwas schief läuft, ist ja passiert. Ja. Deswegen sind die immer noch da, die Das Platten. ist eine analoge Technik, auf die man sich auch noch mal ein Stückchen... Und man hat halt auch immer noch das dabei, was man... Cover, Ja, ne, alles, nee, das auf wo jeden Fall. Das man ist ja. die alten bin ja Hits- oldschool, du bist ja auch oldschool. Ne? Ja, Also, genau. so ist es. Das ist auch sehr wichtig. Wenn ich dann international unterwegs bin, dann lieber nicht. Ja, das verstehe weil in anderen Ländern gibt es auch kaum gute Plattenspieler mehr. Das Ja. gibt nur viele digitale Sachen. Aber für Berlin, Deutschland mache ich immer noch. Also gemischt, also Platten und USB, also Ja. digital. Ja, Was machst du so demnächst? Jetzt kommt die kältere Zeit. ja da haue ich immer ab. Geil. In die Würde ich auch Wärme. machen. In die Wärme. In die Nee, Wärme, ich ja, bin schön. immer so, jedes Jahr in Indien, da habe ich meine Agentur, also meine DJ-Musikagentur, da Ja. spiele ich auch viel in Indien mittlerweile. Oh, schön, ja. Und da bin ich immer 2-3 Monaten da, immer Musik machen, spielen, mit meiner Familie Zeit verbringen. Da bin ich immer und auch mit Leuten da Kollaboration machen, Musik machen. Das ist auch mein Ziel. Es gibt viele gute indische Künstler, die auch selten Platten machen, Musik Ja, produzieren. Es gibt 1, 2, Arjun zum Beispiel kennst du auch, Ja, Arjun ja. Bagli. Genau, Das ist ja. einer der aktivsten Künstler aus Indien. Aber sonst gibt es auch viele Leute, die auch Musik machen wollen, aber haben keine Zeit oder Ja. Motivation. Und da komme ich im Spiel. Da versuche ich da ein bisschen zu animieren und dann mit denen ein bisschen Musik zu machen. Das ist cool. Vielleicht können wir da mal irgendwie, dass wir mal eine Compilation machen, irgendwie indische Artists, Support, auf gerade auch. jeden gerade Fall. auch Habe ich die- jetzt bisher. Solche Grassroots. Ja, ich habe 3 sowas. Tracks gemacht, ne, schon mit drei Künstlern Ja. schon. Und dieses Jahr habe ich vor, noch 3 zu machen. Da haben wir 6, 7 Tracks zusammen. Das ist ne, so ein Compilation wert. Ne. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja, gerade auch diese Grassroots und gerade auch so Kunst in ihren Anfängen und die Leute, Ja. die dann wirklich was noch mit Ja. rausnehmen und Energie kriegen und Ja, sowas ja, nee, supporten. das Das ist sehr finde ich mega. ich bin Und dabei. hast du da auch deine Kochkünste her? Ein genialer Koch. Ne? Danke, danke, Ein, danke. wirklich. Ja, du hast ja bei mir was einmal gegessen, ja. Ja, und ich sehe auch deine Postings und alles. Das ist so meine Leidenschaft, ne? Und da will ich auch mal eher so, mache ich auch halb professionell manchmal mit ganzen Supperclubs, aber das ist so eher eine halbe Sache. Da sage ich, ich koche für meine Freunde lieber, es ist mir lieber. Aber das habe ich eher hier gelernt, weil ich alleine hier war in Deutschland, musste immer mal was Gutes essen, Ja, indisch genau. essen, ne? Und Ist sehr dann habe abwechslungsreich. ich mit meinen Freunden zusammen irgendwie angefangen zu kochen, ne? Und, Ja. und dann ist das bei mir geblieben quasi sozusagen. Es ist ja auch ein geniales Ding, wenn man sich abends trifft, was zu kochen, Platten hören, Talks, einen guten Wein und so. Das ist wirklich. das ne, auch ich mit lieb Freunden das auch sehr gut. Ja. Ich mache das für mich als Meditation allein tatsächlich. Ich mache das immer so jeden Abend oder jeden zweiten Abend. Musik hören, Radio hören und koche 2-3 Stunden allein. Und Ja, esse wirklich, ich ja. auch alleine. Oh, Ich lade das keiner aber, ein. ja, aber du hast recht. Das ist eine Art von Meditation Ja, letztendlich. das ist Alleine runterkommen. Das ist die für mich, Gerüche, ja. die Genau. Rezepte, Genau. alles so für sich aufsaugen. Dann Ja. ist es wie praktisch ein Koch sitzt ja auch im Studio. Ja, Ne? Und wenn eben, man das alleine ist- im Studio sitzt, das dann kann man gut dann vergleichen, ist ne? man ja auch so in der Matrix oder Ja. into the zone so komplett. Genau. Ne? Das kann man so gut mit Musik produzieren und Kochen vergleichen. Ja. Deswegen funktioniert es auch ziemlich gut. Also ein guter Künstler sollte auch gut kochen können. Gut essen können auch. Baselines kochen. Ja, genau. Essen gehört ja natürlich auch dazu. Und nicht stehen lassen. Nicht nur stehen lassen, ja. Hast du irgendwie zurzeit so eine Lieblingslocation, Lieblingsevent oder irgendwie sowas, so, wo du sagst, Clubmäßig oder Ja. generell, wo ich immer so gerne auflege? ja, wo du gerne auflegst? Oder ich bin ja nun kein Berliner und Ja, ist schwierig. Es ist so eine Biased-Frage. Ne? Da kann ich so schwer sagen, dass ja, dieser Club gefällt mir besser und dieser nicht so gut. Aber am meisten Spaß habe ich ja immer im Sisyphus, ich muss Ja, sagen. ja. Das ist so immer. Also die buchen mit immer seit, keine Ahnung, 10 Jahren, 11 Jahren regelmäßig. Und immer die gute Zeiten heißt, also Morgenstunden so 5 bis 7, 8 oder sowas. Oder Sonntagmorgen 4 bis 7. Oh ja, wunderbar. Und ich liebe das. Das ist so, das ist ganz Besonderes. ja, das ist auch schön, wenn ein Club oft bucht und Freundschaften entstehen und man die Barleute schon kennt, die Türsteher. das ist dabei es ist so reinkommt. geblieben, ne, So. so passiert. Und es ist super Ort, super nette Leute und das Publikum hat sich verändert über die Jahre. Natürlich sind 10 Jahre später, früher waren die anders drauf, jetzt sind die ein bisschen Eltern geworden oder älter und Eltern geworden, weggezogen. Ja. Das ist dann die neue Generation, aber die haben auch immer eine Menge Spaß im Sissi und Tanzen. Ne? Das habe ich gesehen.
Und du machst ja dann Education an Generationen praktisch. Ne? Ja, ja. Und du kannst Ja, die Generation voll. beobachten, es verändert sich Ja. was, aber die sind trotzdem dabei. Vor 10 Jahren habe ich sie schon gekriegt. Ja, ne, Jetzt, eben. wunderbar. Das ist auch ne? so ein Challenge, ne? Halt mit Ja. alten Platten, die neuen Leuten halt tanzen zu animieren. Ja, Das ja. funktioniert für mich ganz Ja. gut. Ja. Wunderbar, Ja. schön. Ich habe jetzt auch noch ein paar Platten für dich hier. Yay. Wow. Wir sind ja auch so ein bisschen Vertrieb und wir pressen ja auch viele Platten und so. Und erstmal ein paar Slipmats von uns. Oh, danke sehr. Immer gerne. Gibt es demnächst vielleicht auch, aber erstmal ist das wirklich für unsere Gäste hier. Vinyl Matters Slipmats. Und okay. einen schönen Stapel Platten hier von Wow. Sachen, die wir vertreiben. Für dich, danke, dass du hier warst. Ey, vielen Dank, André. Und hier habe ich als Beispiel, das ist Cronet Enterprises. Da drehen unsere Operator hier richtig durch. Also spezielle Hülle gibt es auch. Aha. Was ist das? Also das ist was ganz Besonderes. Und die Platten sind ein bisschen sehr abgefahren. Wow. Wow. Ne? Also wir versuchen da wirklich hier alles aus den Maschinen rauszuholen. Und die Musikrichtung? Das ist etwas schnellere, sag ich mal, House. Und es soll Richtung Deep House gehen. Ich habe jetzt ein Demo von Art Bleak mit 2 Yoruba-Remixen und okay. sowas. Und das ist wieder Deep House, hausig, Open-Minded Zeug, groovig. Also ein bisschen mich wieder in dem deepen Zeug austoben, wo toll. auf der anderen Seite habe ich ja noch Odd Even mit den Techno-Sachen, aber im Moment finde ich mich im Studio wieder bei den dubbigen, hausigen Sachen. Habe ich gesehen letztens auf deinen Videos, ja. Was du nicht magst, verschenkst du einfach an gute Nee, Freunde. das ist gigantisch. Das ist ein schönes Cover. auf jeden Und Fall. genau, das wird so alles so ein bisschen oldschool und natürlich auch wird es Vinyl und digital geben. Versuchen ein bisschen mehr Promotion, alles sowas schön aufbauen, vernünftig Voll aufbauen. gut. Das Das ist auch ein Ganze. bisschen wie 80s Synth-Pop-Cover, Genau. aber Genau, so ein bisschen back in the days, Ja. ne, sich selber so ein bisschen. ja, voll gut. Ja, vielen Dank für die Geschenke, tolle Geschenke. Genau. Pavas, vielen Dank, dass du hier gewesen Hey, bist. danke, André, danke für die Einladung. Wir sehen uns die guten. Also ich werde dich kontaktieren in Berlin. Ja, Erstmal bitte, wegen, bitte. Wegen Demos und dann, dass wir mal wieder zusammen kochen. Und Essen, ja. Du Wir musst holen nur dann essen, Daniel ich ran koche, von ja. The Glitz, dann kochen wir Ja, und essen. auf jeden Fall. Du Gut. kochst dann ein bisschen vor, dann dauert es nicht so lange. Dann können Stimmt. wir mehr essen. Genau. Nicht wie letztes Mal. Gut, vielen Das war Dank. Pavas. Das ist der Vinyl Matters Podcast. Habt Spaß. Matter of Fact.